wenn ich die Krankheit nicht bekommen hätte. Ich hätte nie etwas geändert an meinem Leben. Ich wäre immer mit dem Kopf durch die Wand und ich habe meinen Körper und meine Seele, ich glaube, einfach missbraucht. Multiple Sklerose, kurz MS, ist eine Autoimmunerkrankung, wo gewisse Zellen vom Körper das Immunsystem angreifen. Also der Körper greift sich selber an. Angefangen hat es hier mit einem ganz leichten Kruseln, so als wäre man beim Zahnarzt und hätte eine Spritze bekommen. Und es hat sich dann ausgebreitet über die ganze linke Gesichtshälfte. Ich bin in Uniform bei ihm gehockt, beim Arzt. Und ich hatte keine Ahnung, was Multiple Sklerose ist. Ich sage immer, das Militär war in diesem Moment meine Rettung, weil es mich niemand in einen Koko packen konnte. Ich war einfach so tough. Ich weiss, ja, ich war wirklich mega tough. Nicht, dass ich jetzt nicht tough wäre, aber jetzt lasse ich die Emotionen zu. Und dann war es einfach wie eine Wange. Es war die ungesündeste Zeit von meinem Leben. Und ich habe meinen Körper so schlecht behandelt. Am 24.11.2017 bin ich auch um 6:30 Uhr morgens aufgestanden. Und ich weiss noch, ich habe einfach gesagt, wenn ich jetzt aus diesem Bett rausgehe, dann ist es fertig. Klar, ich habe mich auch gefreut auf eine Art und Weise, aber irgendwo im Unterbewusstsein ist sicher das gehockt und nachher kommt deine MS. Und das war ein ganz schwieriger Moment. Und dann habe ich immer noch probiert, es zu verdrängen, aber irgendwann geht es einfach nicht mehr. Irgendwann steht sie vor der Tür und sagt einfach, entweder akzeptierst du mich jetzt oder ich malträtiere dich. Das ist jetzt ein bisschen provokativ gesagt, aber sie zwingt mich in die Knie, wenn ich ihr keine Beachtung schenke. Also der grösste Kampf spielt sich in mir innen ab, wo niemand sieht. Ich bin aggressiv therapiert worden, ziemlich. Und ich habe gleich wieder Schub gemacht. Und die haben sich gehäuft und mir einfach gezeigt, also ich habe einfach gewusst, ich will jetzt etwas ändern, ich will nicht so mein Leben verbringen. Ja, und dann halt viel Gespräche mit guten Leuten, mit Leuten, die MS haben und auch mit meiner Mami. Sie hat mir einmal gesagt, entweder lebst du mit der MS oder die MS lebt mit dir. Und du kannst entscheiden, was du machst. Ich sage immer, wenn ich Musik mache, dann lasse ich die Hosen runter. Querflöte ist das, was mir Kraft gibt. In der Militärzeit waren es mehr die Leute, die mir geholfen haben. Und jetzt ist es definitiv wieder die Musik. Beim letzten, das war der letzte Schub. Dort ist wahnsinnig viel gegangen. Dort habe ich mich mega entwickelt, was meine MS angeht, also vor Akzeptanz und alles. Ich habe sie dort, glaube ich, angefangen zu akzeptieren und den Weg auch zu akzeptieren.
Ich habe mir ein paar Mal vorgestellt, eigentlich möchte ich einfach im Wald stehen und schreien. Ich möchte die Leute rausschreien. Und das konnte ich ein Stück weit machen mit diesem Post. Und für mich ist der erste Post ein mega Befreiungsruf. Ich bin da im Bett gelegen und ich einfach gerannt. Und dann sind die ersten Reaktionen gekommen. Der Post war mega befreiend für mich. Und so hatte ich dann meinen Frieden. Ich war 21, als ich diese Diagnose bekam. Und die Frage, warum ich? Warum? Es ist doch so unfair. Die hat sich logischerweise gestellt und mit der hatte ich schon zu kämpfen. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich eben gesagt habe, okay, jetzt habe ich es, aber es ist auch eine Chance, dass ich die Krankheit habe. Es ist eben eine Chance, an mir zu arbeiten, an meinem Leben zu arbeiten und wirklich zu leben, bewusst zu leben.